Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Tasche mit Kunstlederboden häkelt. Er hat so eine wunderschöne Muster. So sieht das innen aus. So Abmessungen in der Breite ist 30 cm und Höhe ist 21 cm. Dieser gehäkelte Griff ist 50 cm. Materialien, die ich für diese Tasche benutzt habe: 2 Knäuel von Cotton Cord, eine Kunstlederboden, die ist 20 x 10 cm. Wenn ihr entscheidet euch für eine größere Tasche zu häkeln, ist auch kein Problem. Im Video erkläre ich, wie kann man das mit Maschen hier ausrechnen. Für diese Muster besonders das wichtig ist. Und außerdem braucht ihr dann noch eine oder zwei sogar Knäuel, je nachdem wie groß eure Tasche wird. Empfehlenswert auch Magnetverschluss, oder wer mag, kann auch einen Reißverschluss reinnehmen. In diesem Video zeige ich, wie man den Griff häkelt. Wer das nicht möchte, kann ich eine Acrylkette empfehlen. Es ist wirklich, sieht schick aus. So, außerdem habe ich Häkelnadel Nummer 3 benötigt fürs Umhäkeln von Taschenboden und Häkelnadel Nummer 5 fürs Häkeln der Tasche, eventuell auch Maschenmarkierer. Und fangen wir an. Als erstes häkelt man den Boden um. Ich nehme Häkelnadel Nummer 3 und fange ich an die Stelle an. Einmal Garn durchziehen, ungefähr 10 cm Endstück hier lassen. Dann direkt in die nächste Öffnung eine Masche ziehen und durch diese erste Masche eine Kettmasche häkeln. Dann in die nächste, durch diese und so weiter, bis alle Öffnungen mit Kettmaschen umgehäkelt werden. Alle letzte Öffnung ist geblieben. Jetzt geht man da rein und nimmt diese Endstück. Und dann raus, ganz raus, durch diese Masche. Dann schauen Sie hier unter die zwei Faden, das Endstück durchziehen und wieder zurück an die Stelle bringen, wo es rauskommt. Hier. Und hier auf die Seite 2 Knoten binden. So, fertig. Das ist Innenseite, das ist Außenseite. So, ab jetzt nehme ich Häkelnadel Nummer 5 und erkläre ich jetzt alle erste Reihe. Für diese Muster habe ich hier so eine kleine Schema. Für diese Muster ist wichtig, anfangs festmaschen, also diese allererste Reihe, was wir häkeln jetzt. Und diese Maschenanzahl soll durch 6 teilbar sein. Also das heißt, ich häkle jetzt in meine Größe 20 x 10. Ich habe hier 68 Maschen in die erste Reihe. Wenn ich häkle, jede Masche doppelt, dann wird es 68. Aber das kann durch 6 nicht teilen. Deswegen mache ich an die Ecken anstatt 2 3 Maschen. Also an jede Ecke 3 Maschen. Und dann ergibt es 72 Maschen. Für meine Größe 72 Maschen durch 6 teilbar, es sind 12. Also es werden 12 so welche Häkelmuster sein. So, wenn ihr andere Boden habt, müsst ihr ausrechnen, wie viel Zunahmen dazu machen, damit das durch 6 teilbar wird. Und als erste empfehle ich immer in jede Masche 2 Maschen häkeln. Und danach ausrechnen, wie viel fehlt noch, und dazu in die Ecken oder hier an die Seite noch Zunahme machen. Also, dann fangen wir an.
hier habe ich direkt eine Ecke und häkle ich in diese Stelle 3 Maschen. Gehe ich unter einen Faden, ziehe Masche raus, Festmasche häkeln, zweite und die dritte. So. Dann alle Maschen bis hierhin doppelt nur. Also in einer Stelle 2 Maschen häkeln. Jetzt schauen Sie hier in diese Ecke 3 Stück rein. Versuchen Sie es ein bisschen locker zu häkeln, damit das nicht alles zusammenzieht. So, und so weiter macht ihr selbstständig in jeder Masche 2, außer hier und hier 3 Maschen. Erste Reihe ist fertig. Jetzt habe ich insgesamt 72 Maschen. Wenn ihr zählt nach dieser Stelle oben, dann wird 71 Stelle sein und das ist die Nummer 72. Die verbinden wir jetzt. Und zwar hier unter die 2 Faden bei der allerersten Masche zieht man das durch und direkt unter diese Verbindungsstelle geht man durch und nimmt das Schlaufe drauf und häkelt man eine Masche. Das ist die erste Masche von der nächsten Reihe. So. Und das ist die Masche hier, allererste. Da jetzt erkläre ich, wie man dieses Schema lesen kann. Diese Reihe haben wir jetzt gemacht. Nächste Reihe wird eine feste Masche, fertig. Dann 2 Maschen werden übersprungen und in die dritte Masche häkelt man 5 Stäbchen. Und dann wieder 2 Maschen übersprungen und eine feste Masche. Und so wird sich immer wiederholen, Reihe zu Reihe, immer dasselbe. Nur dann weiter oben in der nächsten Reihe zeige ich, wie man das abwechselnd macht. So, okay, fangen wir an. Erste Masche haben wir gemacht. Jetzt 2 Maschen überspringen, das 1 und 2 und in diese Masche 5 Stäbchen. Eine drauflegen, 1, 2 überspringen, hier unter die 2 Faden richtig große Stäbchen häkeln. 5 Mal. Dann werden 2 Maschen übersprungen und in die nächste eine Festmasche. Wieder 2 Maschen überspringen, in die nächste 5 Stäbchen. Und so wird dieses Muster, diese erste Reihe, sich wiederholen. Weiter häkelt er selbstständig bis zu Ende von dieser Reihe. Also orientieren Sie sich immer. Festmasche, 2 überspringen, 5 Stäbchen, 2 überspringen, Festmasche und so weiter. Die erste Musterreihe ist fertig. So, schauen Sie hier nach diesem Teil mit 5 Stäbchen, 2 Maschen frei und hier ist schon die erste Masche von dieser Reihe. So, und jetzt verbinden wir. So eine Verbindung wird immer stattfinden. Unter die 2 Faden, Schlaufe durchziehen, unter diese Verbindungsstelle gehen, diese Schlaufe drauflegen und Masche häkeln. Fertig. Nach unserem Schema sind wir jetzt hier, beziehungsweise schon in dieser Reihe hier
müssen wir jetzt nach oben steigen in die dritte Stäbchen und von hier eine Festmasche häkeln. Also, da haben wir verbunden 1, 2 und 3. Dritte Masche ist oben. Wir sind jetzt hier, also an dieser Stelle oben. Dann zählen wir 2, 1, 2 freilassen und hier in dieser Stelle häkeln wir 5 Stäbchen. Dann 2 wieder freilassen, 1, 2 und in die dritte, also praktisch in die mittlere Stäbchen, eine Festmasche häkeln. Dann wieder 2 freilassen und hier unten, wo einzelne war, 5 Stäbchen häkeln. Und so wird jetzt abwechselnd sein. Ihr könnt auch merken, wenn ihr unten sind, dann 5 Stäbchen, wenn oben, dann eine Festmasche. Und so weiter geht hoch, runter, hoch, runter. Also 1. Jetzt verbindet man wieder. 1, 2 frei, in die dritte eine Festmasche. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. So, dann 2 frei, 5 Stäbchen, 2 frei, feste Masche und so weiter, hoch und runter. Ich möchte noch einmal zeigen, wie verbindet man die Reihen. So, schauen Sie hier. Da ist die Verbindungsstelle bzw. erste Masche von dieser Reihe und das ist unten. Das heißt, in dieser Stelle unter die 2 Faden, diese Verbindungsstelle, praktisch hier haben wir gehäkelt Verbindungsstelle und hier direkt 2 Faden, da werden jetzt 5 Stäbchen gehäkelt. So, jetzt verbinden wir das. Schauen Sie, 1, 2 frei, hier in die dritte verbindet man unter die 2 Faden, Schlaufe durchziehen, hier unter diese Verbindungsstelle das drauflegen, Masche ziehen. So, und müssen wir wieder bis zu dritte Stäbchen nach oben steigen. 1, 2 und 3. Jetzt sind wir oben. Und weiter geht's. 2 frei und hier 5 Stäbchen. So, ich werde 15 Reihen in die Höhe häkeln. Insgesamt ist es ungefähr 21 cm. Ich habe 15 Reihen gehäkelt. Wie man die Reihen zählt, ist einfach. Schauen Sie, bei allererster unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, es ist ungefähr 21 cm. So, in die Breite, im geschlossenen Zustand, das ist genau 30 cm. Jetzt werden wir den Abschluss machen. Und zwar verbinden wir wie vorher unter die 2 Faden, zieht man Schlaufe durch und so viel rausziehen, dass in diese Öffnung Knäuel durchpasst. Und dann zieht man das wieder zurück und da entsteht so eine Knote hier an dieser Stelle. So, Reihe ist abgeschlossen. Und jetzt gehen wir in die nächste Öffnung nach dem Knote. Hier ist Knote, gehen wir in die nächste, Masche rausziehen, dann in die nächste unter die 2 Faden und durch diese erste ziehen und so weiter. Kettmaschen ganzen Rand umhäkeln. Da entsteht so ein schöner Zopf und der Rand will noch stabil sein.
So sieht das schön aus. Und ihr häkelt das weiter bis zu Ende. Jetzt bin ich an der Stelle, wo Verbindung war. Hier geht man unter diese 2 Faden und diese eine Faden auch. Geht man durch und hier alle letzte, wo Knote war, und auch durch. So, jetzt das rausziehen, ungefähr 10 bis 12 cm abschneiden und schauen Sie hier, wo allererste Kettmasche war, unter die 2 Faden von Kettmasche ein Stück das durchziehen und wieder zurück an die Stelle bringen, wo es rauskommt. Drehen Sie das rum und schauen Sie genau, wo Knote ist, da irgendwo die Stelle. So, und zieht man durch und fertig. Und dann diese Endstück durch mehrere Maschen runterziehen und vernähen. So sieht das abgeschlossen aus. Eigentlich die Tasche ist fertig. Es fehlt nur noch der Häkelgriff. Und bevor wir den häkeln, möchte ich euch ein paar Alternativen zeigen. Zum Beispiel so welche Holzperlengriff. Sieht sehr schön aus. Und den kann man mit Wollnadel hierhin nähen. Also mit mehreren Stichen. Und unbedingt ausmessen, dieser Abstand, und hier soll alles zusammenpassen. Noch eine Alternative zu dem gehäkelten Griff, kann man so eine Acrylkette anbringen. Die Linie von der Kette können Sie selbst bestimmen. Das geht ganz leicht ab, jede einzelne Glied. Außerdem können Sie im Shop auch andere Griffe anschauen, zum Beispiel runde aus Holz oder aus Metall oder auch halbrund. Also Link dazu stelle ich unten in der Beschreibung. Als erstes häkelt man eine Kette aus 5 Luftmaschen. Eine Knote. Diese Knote zähle ich als Masche Nummer 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, drehen Sie rum und diese Stelle werden wir häkeln. Also, diese Stelle sollen 4 Stück sein. Knote ist die Nummer 1, 2, 3, 4. Und hier häkelt man erste Masche. 1, 2, 3 und die 4. in die Knote. So. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum und zurück häkelt man 4 Maschen. Also unser Gurt wird aus 4 Maschen in die Breite sein. Und es wird nichts anderes passieren. Immer 4 Maschen und am Ende eine Wendeluftmasche, nicht vergessen, und drehen. Und so weiter häkelt er selbstständig. Die Länge können Sie auch selbst bestimmen. Bei meiner Beispieltasche ist es ungefähr 50 cm. Mein Häkelgriff ist fertig. Es ist ungefähr 50 cm in die Länge. Jetzt werde ich erst eine Seite mit Kettmaschen umhäkeln, dann diese Seite zur Tasche anbringen und danach die andere Seite. Das zeige ich jetzt. Also schauen Sie hier, bei jeder Reihe, hier ist eine Stelle, wo kann man da reingreifen. Hier unter der einen Faden geht man rein und zieht Masche durch diese Masche. Dann geht in die nächste auch eine Faden, geht man durch und dann die nächste und so Masche zu Masche diese eine Seite von dem Griff umhäkeln. So sieht dann das aus.
Eine Seite habe ich mit Kettmaschen umgehäkelt. Jetzt muss man die Tasche ausmessen, wo ist die Mitte von den Seiten, so zusammenlegen, eventuell auch messen mit Maßband und markieren. So, jetzt an erste Markierstelle nehme ich das und diese Schlaufe ziehe ich nach vorne durch. Also legen Sie so rum, ungefähr wo das sein soll, diese Schlaufe durchziehen. So. Und jetzt mit Kettmaschen diesen Griff hier fixieren. Durch hier und durch den Griff Kettmasche ziehen. Hier und da. Weiter unten. Jetzt muss man diese letzte Masche auf die andere Seite wieder bringen. So, schauen Sie hier nur durch diese Taschenseite, durch den Rand. Hier irgendwo nächstliegende Stelle suchen und durchziehen. Und dann so viel rausziehen, dass diese Knäuel durchpasst. Und dann wieder zurück und wird eine Knote sein. So, jetzt geht's auf die andere Seite und häkeln wir diese Seite mit Kettmaschen um. So, Stelle finden, durch eine. Und so, dann weiter durch nächste, durch diese und so weiter bis zu Ende. Die andere Seite ist fertig. Jetzt bringen wir die hier. So, erstmal Mitte finden und diese Schlaufe nach vorne bringen. So, und wie vorher mit mehreren Kettmaschen fixieren. Jetzt diese letzte Masche auf die andere Seite bringen, durch den Griff und durch die Tasche hier auf die andere Seite rausziehen und so weiterziehen, dass der Knäuel durchpasst. Also machen wir wieder eine Knote. So, fertig. Jetzt das abschneiden und hier durch mehrere Maschen runterziehen. Und im Idealfall auch vernähen. So, hier runter und bei der anderen Seite auch diese Endstück runterziehen. Die Tasche ist fertig. Jetzt kann man noch einen Magnetknopf zum Schließen reinnähen, Mitte ausmessen und hier und von der anderen Seite einnähen. Man kann auch Innenfutter reinnähen und auch Reißverschluss oben. So, so eine Quaste, wie man die anfertigt, findet ihr ebenso auf unserem Kanal. Unten in der Beschreibung steht direkt der Link dazu. Sieht auch schön aus. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über eure Likes und Kommentare werden wir uns besonders freuen. Abonnieren Sie unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!